Nachdem wir in der letzten Woche mit unserem Familienbesuch Medellin erkundet haben, geht es jetzt für uns wieder raus in die Natur. Allein bleiben wir nicht lang, denn wir treffen Julia und Markus wieder, von denen wir uns bei unserem Motorschaden in Honduras trennen mussten. Gemeinsam bestaunen wir ein paar ganz besondere Naturhighlights von Kolumbien. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit dabei seid. Das Video wird nur aus Hängebrücken bestehen. Es ist mal wieder Zeit für ein bisschen Schotter. Jetzt haben wir keine Ahnung, wo die Drohne ist. Wenn wir nicht vorher komplett durchgeschüttelt sind. I'm feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Wir sind angekommen. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Aber die Fahrt war auch super lange. Und das heißt, Motor ausmachen jetzt. Und dann ist Feierabend für heute. Hat ein bisschen was von Alpenfeeling, wenn da die Palme nicht wäre. Hallo! Mach ich hier Pferdeflüsterer. Genau. Oh, du bist im Sitzen, passt du groß wie Markus. Guten Morgen, es ist 8 Uhr und ein sehr schöner Tag, relativ wenig Wolken und wir ziehen jetzt gleich mal auf eine kleine Wanderung durchs Valle de Cocora. When the road just keeps going for miles, Hier blühen wilde we're Colors. gonna get Richtig schön. in the face of the wind and the wild. We're gonna get there. Love makes the journey a beautiful race. We're closer to home with each step that we take. We're gonna get there. Take my hand. Together we'll make it. Together sieht schon gut aus. we can do the end. Together Auf einmal geht's durch den Dschungel und hier gibt's mal wieder ordentlich Matsch. take a deep breath and rest for a while. We're gonna get there. Try to let yourself hope like a Sieht child. schlimmer aus als ist. We're gonna get there. We can reach out on the uncertainty. We can look up, fix our eyes on a tree. We're gonna get Alter. there. Take my hand. Together we'll make it. Together Reicht jetzt langsam mit Hängebrücken? Ja, es riecht ein Brettfehl. we'll make it. So come take my hand. Take my hand. Oh ja, die wackelt auch. Ja, da fehlen mal wieder 2 Bretter auf der Brücke. Das Video wird nur aus Hängebrücken bestehen. Ist steil Oh, ein bisschen. und fast oben. Ich wollte gerade sagen, so weit kann es nicht mehr sein. You will find me by your side. Wir sind gleich am höchsten Punkt. We're gonna get there. Take my hand. Together we'll make it. Together we can do the end. Together we'll make it. So come take my hand. Take my
Das Kokora Valley. Diese Landschaft ist geprägt von steilen grünen Hängen, häufigem Nebel und starken Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht. Die Wachspalme, die man hier findet, ist der Nationalbaum Kolumbiens und eine der außergewöhnlichsten Palmenarten der Welt. Sie wächst in Höhenlagen zwischen 1800 und 3000 Metern und damit deutlich höher als die meisten anderen Palmenarten. Heute stehen Wachspalmen unter strengem Schutz. Aufforstungsprogramme und Umweltbildung haben dazu beigetragen, den Bestand langsam zu stabilisieren. Ist schon hoch, so eine Palme. Und Martin ist ja schon groß. Also wir wissen jetzt nicht genau, wie hoch diese Palme ist, aber sie ist auf jeden Fall sehr hoch. Ja, Oder? schon wahrscheinlich so 30, 40 Meter. 30? Ich glaube mehr. Also schon wirklich doll hoch. So eine Wachspalme kann tatsächlich bis zu 60 Meter hoch werden und mit einem Stammdurchmesser von nur etwa 40 Zentimetern erreicht sie ein extremes Verhältnis von Höhe zu Stabilität. Ihr Stamm ist von einer natürlichen Wachsschicht überzogen, die ihn vor Kälte, UV-Strahlung und Feuchtigkeit schützt. Und dieser Schicht verdankt sie auch ihren Namen. Wachspalmen wachsen sehr langsam und so kann es über 50 Jahre dauern, bis sie ihre volle Höhe erreichen. Einzelne Exemplare werden auf ein Alter von mehr als 200 Jahren geschätzt. Zurück am Camper schauen wir uns die Gegend auch nochmal von oben an. Denn heute ist das Kokora Valley eines der bekanntesten Naturziele Kolumbiens und ein Symbol für den erfolgreichen Wandel vom Raubbau hin zum Naturschutz. Früher wurde das Wachs der Palmen zur Herstellung von Kerzen, Polituren und Kosmetika genutzt. Zusätzlich wurden die Palmen für religiöse Zwecke verwendet, insbesondere für Palmsonntagsprozessionen. Diese Nutzung führte im 20. Jahrhundert zu einem drastischen Rückgang der Bestände. Umso schöner, dass dieses Ökosystem sich inzwischen langsam erholt und so gut geschützt wird wie hier. Ganz schön hoch hier. Aber besser hohe Brücken, als wenn man durchs Tal fahren muss. Muss dann nicht runter und wieder hoch. Na, guck mal hier, Brillenmeer. Und der Tunnel heißt auch so. Südlich des Kokora Valleys führt uns der Weg tief durch die Cordillera Central und durch eine außergewöhnliche Abfolge von Tunneln. Viele von ihnen tragen die Namen von Tieren, Kolibris, Brillenbären oder andere Arten, die in den umliegenden Nebelwäldern leben. Die Tunnel sind Teil einer der wichtigsten Andenquerungen Kolumbiens. Sie wurden gebaut, um extreme Höhenunterschiede, Erdrutsche und enge Passstraßen zu umgehen und gleichzeitig die Natur möglichst wenig zu beeinträchtigen. Die Tiernamen sind kein Zufall. Sie erinnern daran, dass diese Straße durch eine der artenreichsten Regionen der Welt führt. Also da kommen wir auf keinen Fall rein, da ist ja bei euch nicht viel Platz. Wir sind am Stellplatz angekommen, nur leider passen wir nicht durch die Einfahrt. Und jetzt kam gerade schon ein Mitarbeiter scheinbar hier von dem Platz. Ich glaube, der macht jetzt hier einen Zaun auf. Schauen wir mal. Ah, okay. Wie ist denn da die... Okay. Ah ja, so eine... Oh, das geht da ziemlich hoch, Alter. Das hab ich gar nicht gesehen.
Aber kurz mal Schlupf auf der Hinterachse. Über diese Tierbegegnungen auf der Straße. Baumstamm da oben. Oder auch nicht? Hola, buenos días. Es ist mal wieder Zeit für ein bisschen Schotter, deswegen lassen wir mal Luft ab und dann geht's gleich in die Tatacoa-Wüste. Einer stabilen Brücke aus. When the lights fade and the music's gone, all seems lost, all my hope. When the Vorrat they toss me round, mit 4 Personen. there's no place where I am found. I will follow you. Your Sieht so aus, als wären wir in der Wüste angekommen. Es ist zwar immer noch so ein bisschen Gras, aber schon sehr trocken und viele Kakteen. So, Julia checkt mal eben, ob es sich hier um Lavastein handelt. Oder eher was anderes. Also kein Lavastein, es ist Sand. Und weil es so schön ist, lassen wir mal eben die Drohne steigen. Folgendes Problem, das Handy ist überhitzt und die App ist abgestürzt und jetzt haben wir keine Ahnung, wo die Drohne ist. Das Handy liegt jetzt im Kühlschrank und jetzt gucken wir mal, ob wir die Drohne irgendwie finden. Wahrscheinlich, ja. Ja, schauen wir mal.
Yay, da ist sie wieder. Was ist das Ding? Was stellt man das hin? Ja, so heiß war. 1 Minute Frost hat geholfen und dann ging die App wieder, beziehungsweise das Handy ging wieder vernünftig. Die Drohne hat sich nicht vom Platz bewegt. Wir hatten schon Sorge, dass sie zum Start zurückfliegt. Und wir konnten sie einfach landen. Sie war eigentlich genau wie bei uns, aber wir haben sie nicht gesehen. Wahrscheinlich, weil es so hell war und sie zu weit oben war. Aber alles gut gegangen. Wir sind jetzt seit knapp 3 Stunden unterwegs. Jetzt so das letzte Stück der Piste ist noch mal ein bisschen rauer geworden, aber jetzt keine größeren Schwierigkeiten, außer dass man mal langsam fahren muss. Thermometer zeigt auch fast 39 Grad an. Aber wir sind in 3 Kilometern am ersten Halt. Und das ist ein Pool in der Wüste. Da müssen wir natürlich reinspringen. Bei die Temperatur. Denn gestern waren wir nämlich an dem Campground. Den hätte ich extra ausgesucht, weil der einen Pool hat. Aber der war so dreckig, da wollte keiner reingehen. Hoffen wir mal, dass der Pool jetzt schön ist. Trotz ihres Namens ist die Tatacoa-Wüste keine klassische Wüste, sondern ein tropisches Trockengebiet mit extrem wenig Niederschlag und intensiver Sonneneinstrahlung. Vor Millionen von Jahren war dieses Gebiet von Wasser bedeckt. Flüsse und Seen formten die heutige Landschaft aus tiefen Schluchten, Erosionsrinnen und bizarren Felsformationen. Die rötlichen Böden der sogenannten Cusco-Zone, in die wir später noch kommen, und die grauen, fast mondähnlichen Formationen der Los Hoyos-Zone verleihen dieser Region ihr markantes Erscheinungsbild. Tagsüber können die Temperaturen über 40 Grad Celsius steigen, nachts kühlt es deutlich ab. Wir sind aber schon froh, uns jetzt hier abkühlen zu können. Wir sind wieder auf der Piste unterwegs. Fahren nur noch eigentlich 8 Kilometer, dauert trotzdem 25 Minuten. Und der Pool war auf jeden Fall sehr gut. Also war sehr schön erfrischend, auch wenn er nicht ganz so kalt war. Aber trotzdem haben wir über eine Stunde, boah, hier ist aber ganz schlecht, über eine Stunde Pool ausgehalten und entspannt. Und jetzt gleich verlassen wir die graue Wüste. Und dann wechselt die Wüste ihre Farbe. Da sind wir mal gespannt, wie das aussieht, wenn wir nicht vorher komplett durchgeschüttelt sind. Das sieht schon ganz gut aus, wa? Wenn ihr euch jetzt irgendwie so rechts vor uns stellt. Steht ihr denn schon gerade? Ja, fast für eine Nacht. Okay. Wir sind in der roten Wüste angekommen. Hier findet ihr meine Sonnenbrille, ich habe meine verloren. Deswegen trage ich hier Jessys. When I first saw you, I thought I'd never catch my breath. I thought you were a dream. My heart was beating out my chest. I knew you were the girl for me.
Wow, was für ein besonderer Stellplatz. So eine Aussicht hat man selten. Auch wenn es hier extrem trocken ist und die Vegetation nur durch Kakteen, Dornbüsche und Sukkulenten dominiert wird. Die Tatacoa ist übrigens eines der besten Gebiete Kolumbiens für Sternbeobachtung. Aufgrund der geringen Lichtverschmutzung und der klaren, trockenen Luft bietet sie die idealen Bedingungen für Astronomie. An unserem Abend hier jedoch leider nicht, da ordentlich Wolken aufziehen. Bevor es regnen soll, machen wir uns ganz früh morgens und zum Glück auch noch vor der Hitze noch zu einer kleinen Tour auf durch die rote Wüstenlandschaft. Morgens kurz nach 7 auf dem Wanderweg. Die Nacht war auf jeden Fall noch ordentlich warm. Also wir sind gestern ins Bett gegangen bei 32,4 Grad. Außen und Innentemperatur. Dementsprechend war es relativ warm. Deshalb auch eine gute Idee, dass wir uns schon so früh hier um 7 für den kleinen Wanderweg getroffen haben. Das Wetter ist zwar nicht so richtig gut, ist sehr wolkig, aber dafür ist es noch angenehm von den Temperaturen. Auch wenn wir alle ein klein bisschen müde sind. Wir waren schon mal im Bauwerk. Das bestimmt nicht. Wir verlassen schon das Wüstencamp. Wir haben nämlich beim Frühstück eine Regenfront gesehen. Und das heißt, wir müssen jetzt hier raus, bevor es nämlich matschig wird. Und jetzt fängt es auch tatsächlich gerade stärker an zu regnen. Mit dem Verlassen der Tatacoa-Wüste war es das auch für diese Woche. Aber noch nicht ganz mit Kolumbien. In der nächsten Woche erwarten uns noch ein paar Highlights, wie unter anderem die berüchtigte Poststraße Trampolina de la Muerte. Dazu aber dann mehr im nächsten Video, falls ihr mögt. Schön, dass ihr uns auf unserer Reise entlang der Panamericana begleitet. Und ganz herzlichen Dank für all euren Support. Sei es über ein Like, ein Kommentar, ein Abo oder eine Spende in unsere Dieselkasse. Das freut uns sehr und motiviert uns, die Videoreihe fortzusetzen. Also dann, bis nächste Woche!